Vielleicht könnt ihr euch dunkel erinnern. Mein zweiter Film aus Island begann mit verregneten Szenen. Es gibt beim Filmemachen ein paar Regeln, an die man sich halten kann. Eine davon lautet: beginne niemals einen Film mit Regenbildern. Das will keiner sehen, das macht depressiv und womöglich schalten die Zuschauer ab. Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem Film Nummer 3. Ich sitze fest auf meinem Campingplatz bei Vopnafjörður. Es ist Ende Juni, es sind 5 Grad Celsius und es ist zum Verrücktwerden. Regen, das sind eigentlich Tropfen, die von der Schwerkraft nach unten gezogen werden. Doch in Island ist das anders. Hier atmet die Luft Wasser. Tröpfchen pulsieren von rechts nach links, von unten nach oben und das schon seit Tagen. In Island muss man sich eher früher als später mit einer wichtigen Frage auseinandersetzen. Woher hat das Island-Tief eigentlich seinen Namen? Vereinfacht gesagt, trifft hier die kalte Luft aus Neufundland und Grönland auf den warmen Golfstrom. Dabei entstehen gewaltige Luftwirbel und am Ende das berüchtigte isländische Tiefdruckgebiet. Die Isländer haben quasi ein Patent auf schlechtes Wetter. Sie haben es erfunden. Es gibt ja auf der Insel 50 Begriffe für Wind. Die Schüler haben im Sommer nicht etwa hitzefrei, sie haben sturmfrei. Und bei Orkan kann man hier waagerechte Wasserfälle bewundern. Ich selbst habe im Vorfeld viel über das isländische Wetter gelesen, aber erst wenn man es über Monate hinweg live und täglich erlebt, merkt man, was es damit auf sich hat. Bedenkt das, wenn ihr hierher kommt. Ich habe mich damit arrangiert, dass mein Sommer in diesem Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit ins Wasser fällt. Eine Regenwoche später. Für diesen Tag liegt die von allen Wetterdiensten vorhergesagte Wahrscheinlichkeit für Niederschlag bei 0%. Inzwischen habe ich das Gefühl, es regnet nur über mir und in den anderen Fjorden scheint die Sonne. Vielleicht habe ich einen Lagerkoller oder eine Reisepsychose. Das Leben im Dauertiefdruckgebiet zeigt erste Folgen. Direkt hinter dem Campingplatz liegen diese Berge. Dort möchte ich seit meiner Ankunft wandern. Am späten Nachmittag hört der Regen dann auf. Halleluja! Und da auch für die Folgetage keine Wetterbesserung vorhergesagt wird, riskiere ich einen Start um 17 Uhr. Ich bin noch immer im Nordosten von Island unterwegs, konkret in einem Fjord mit dem Namen Vopnafjörður. Die Berge, in denen ich wandern möchte, sind bis zu 1200 Meter hoch. Ihre Namen konnte ich nicht herausfinden, doch das Massiv selbst heißt Smyrfjöll. Hier gibt es genau eine offizielle Wanderroute. Sie startet hinter dem Pass. Die Bergstraße gehört zu den höchsten in Island. Sie ist nur im Sommer freigegeben und bietet spektakuläre Aussichten.
Noch eine wirklich allerletzte Anmerkung zum Wetter. Es ist natürlich sinnlos, nach Island zu fahren und sich dann darüber aufzuregen. Aber ich merke, es fällt mir schwer. Man muss bei all dem auch immer Folgendes bedenken. In diese Richtung hier, nur wenige Kilometer entfernt, ist der berühmte Polarkreis. Und es wäre schon seltsam, wenn es hier nicht ständig regnen und stürmen würde. Die Straße wird kaum genutzt, über Stunden bin ich hier völlig allein. Für mein Ziel, eine Wanderung, ist es an diesem Tag leider zu spät. Ich plane um, der Lavastrand hinter Smørfjord sieht einladend aus und ist einfach zu erreichen. In dieser völlig verlassenen Gegend gibt es tatsächlich einen Parkplatz für Strandbesucher. Nur leider keine Brücke über den ersten Fluss. Ich treffe eine souveräne Entscheidung und erlebe nach kurzer Wanderung Strandfeeling mit Blick auf den Polarkreis bei untergehender Sonne. Der Fjord, in dem auch mein Campingplatz liegt, ist etwa 18 Kilometer breit und reicht 20 Kilometer weit ins Land. Sein Name ist Vopnafjörður. Und so wie der Fjord heißt hier auch die Gemeinde und der einzige Ort, den es hier an der Küste gibt. Vopnafjörður ist ein kleiner Ort an der Grönlandsee. Ein Nebenmeer des Arktischen Ozeans. Bis zur nächsten größeren Stadt sind es fast 200 Kilometer. Laut Wikipedia leben hier 526 Einwohner. Wenn man bedenkt, dass in Deutschland selbst Orte mit vielfach größerer Bevölkerung oft in Hoffnungs- und Bedeutungslosigkeit versinken, kann man hier etwas Erstaunliches beobachten. So klein Vopnafjörður auch ist, an Infrastruktur und Dienstleistungen ist alles Notwendige vorhanden. Es gibt einen Sportplatz, eine Schule, einen Kindergarten, eine Polizeiwache, einen Supermarkt, ein Alten- und Pflegeheim, eine Gesundheitsklinik und in der Nähe sogar einen kleinen Flugplatz. Außerdem eine Tankstelle und ein ziemlich schickes Restaurant. Wie die Isländer diese Urbanität bei kaum mehr als 500 Einwohnern hinbekommen, ist mir rätselhaft.
Man sieht junge Menschen bei der Pflege der Grünanlagen und andere beim Renovieren ihrer Häuser. Wachna Fjodor wirkt weit weniger provinziell, als man es in dieser abgelegenen Region erwarten würde. Die Menschen hier leben von der Landwirtschaft, vom Tourismus und natürlich vom Zugang zum Meer. Der Hafen wurde mehrfach ausgebaut und ist heute einer der wichtigsten Fischereihäfen im Nordosten von Island. Darüber hinaus bekannt ist der Ort für ein Thermalfreibad im Nirgendwo und einen Fluss, in dem es sehr viele Lachse gibt. Unter diesem Fluss haben wohl schon ein amerikanischer Präsident und der englische König geangelt. Aus meiner Sicht aber am spannendsten ist Bústaðarfell. Und was es damit auf sich hat, erkläre ich euch jetzt. Um nach Bústaðarfell zu gelangen, biegt man südlich des Ortes Vopnafjörður von der Straße 920 ab. Man sieht das Areal schon von weitem. Wer aber glaubt, es handele sich um Häuser, liegt falsch. Bústaðarfell ist eine Zeitmaschine. Keiner konnte sie je bauen. In der Einsamkeit des isländischen Nordens ist es gelungen. Wer durch die Tür tritt, taucht ein in Vergangenheit. Die Familien, die hier über Jahrhunderte gelebt haben, sind scheinbar erst gestern ausgezogen. Bústaðarfell befand sich fast 500 Jahre lang im Besitz derselben Familie. Hier haben 17 Generationen gelebt. Was hier liegt und steht, stammt aus 3 Jahrhunderten. Es gibt Wohnstuben verschiedener Epochen, Burschenkammern, Schlafzimmer, Küchen. Mehrere Familien lebten hier gleichzeitig und in teils winzigen Zimmern. Einen Teil der Einrichtung haben die Bewohner selbst hergestellt. Im hinteren Teil des Gebäudes kann man den Kuhstall bestaunen, der noch bis 1978 genutzt wurde. Der Brunnen hingegen wurde früher außer Betrieb genommen. Seit den 1940er Jahren hat das Haus eine Wasserleitung. Wer in Island, also knapp unterhalb des Polarkreises, den langen, dunklen Winter überleben wollte, musste ein guter Bauer sein, aber auch ein Experte für die Lagerung von Lebensmitteln. Man spürt hier tatsächlich den Hauch von Geschichte. So etwas kann kein herkömmliches Museum leisten. Man lernt auch, dass die Menschen hier über viele Jahrhunderte unter extrem harten Bedingungen gelebt haben. Sie waren damit aber erfolgreich und es nötigt mir den allergrößten Respekt ab. Die Familie, die den Hof vor fast 500 Jahren erworben hat, wohnt hier noch immer. Ein Teil der Gebäude gehört inzwischen jedoch dem Staat und der Gemeinde. Bústaðarfell wird vom Isländischen Nationalmuseum beaufsichtigt. Die Direktorin von Bústaðarfell ist Anna Guðný Gröndal. Ihr und vielen engagierten Mitarbeitern ist es zu verdanken, dass man hier Geschichte so anschaulich erleben und anfassen kann. Tausende Einrichtungsgegenstände, uralte Installationen und Gebäude, all das muss betreut und erhalten werden.
Bústaðafell ist ein wichtiger Teil des isländischen Kulturerbes. Hier wird unsere Geschichte bewahrt und gezeigt. Die alten Bräuche, das Handwerk, unsere Kultur des Kochens und Essens, überhaupt unsere Art zu leben. Der Hof ist eines der besterhaltenen Denkmäler seiner Art. Wir werden ihn auch für zukünftige Generationen erhalten. Bústaðafell ist für das isländische Volk von großer Bedeutung. Die Informationen, die man in der Ausstellung erhält, sind mehrsprachig und gut aufbereitet. Doch durch die abgelegene Lage verirren sich nur wenige Besucher hierher. Dabei gibt es so viel zu entdecken. Bústaðafell ist ein sogenannter Torfhof, der über Jahrhunderte hinweg die übliche Hausform der isländischen Landbevölkerung war. Als die Wikinger die Insel besiedelten, brachten sie ihre Langhäuser mit, doch bald war das dafür notwendige Holz Mangelware. Daher baute man einen Teil der Hauswände aus Torf oder Grasnarbe, also gestochenen, quadratischen Rasenstücken. Wer sich ernsthaft für Island und seine Menschen interessiert, für den ist Bústaðafell ein Ort, den man unbedingt gesehen haben sollte. Mein Wunsch hier im Norden, die Einsamkeit Islands zu finden, scheint in Erfüllung zu gehen. Mein Campingplatz liegt direkt an der Hauptstraße hier hinter mir. Da hatte ich die Möglichkeit, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viele Fahrzeuge hier überhaupt im Fjord unterwegs sind. Und es sind pro Stunde vielleicht 2 oder 3 Autos. Ein paar Informationen zum Campingplatz. Er ist sehr groß, hat einen hervorragenden Rasen und der Aufenthalt hier ist sehr entspannt. Es gibt hier auch Bungalows, die man mieten kann. Die Frau, die hier wie ein Arbeiterdenkmal steht, ist die Chefin, die übrigens auch sehr nett lächeln kann. Erla, so ihr Name, sorgt hier für Ordnung. Der Aufenthaltsraum ist familiär. Es gibt eine kleine Küchenecke. Man kann hier duschen und auf die Toilette gehen. Und nachdem die beiden letzten Campingplätze leider keine Waschmaschinen hatten, konnte ich hier endlich wieder meine Wäsche waschen. Ich wollte eigentlich nur 5 Tage bleiben. Am Ende wurden es mehr als 2 Wochen. Aber jetzt geht es weiter und das bei erstaunlich gutem Wetter. Eine Fahrt, die noch weiter in den Norden führt. Zur Orientierung hier eine Karte. Von Vopnafjörður geht es nach Thornshöfn. Die Tour ist 70 Kilometer lang und führt zum Teil parallel zur Küste. Es kann also interessant werden. Natürlich nur bei guter Sicht. An diesem eigentlich sonnigen Tag kommt von der Grönlandsee ein Dunst, der mich an einen alten Film erinnert. The Fog, Nebel des Grauens. Damit ihr seht, was ich meine, halte ich kurz an und beschleunige die Bilder. Parallel zum Meer bleibt es eine Fahrt durch eine Wetterküche. Erst im Binnenland verliert sich der Nebel und diese Sonnenbilder, die in Island selten sind, möchte ich euch nicht vorenthalten. You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. Drumming on a first summer day, you're like the scent of coffee brewing in the morning. Ankunft in Thornshöfn.
Der Ort hat kaum 400 Einwohner und ist vor 100 Jahren durch den Fang und die Verarbeitung von Hering groß geworden. Die Fabrik am Hafen ist noch immer der größte Arbeitgeber des Ortes. Mein Campingplatz liegt etwas außerhalb. Er ist nicht wirklich schön, aber ausreichend praktisch. Ich bin in den Kommentaren immer wieder darum gebeten worden, mein Auto und meinen Anhänger vorzustellen. Ich beginne mal mit dem Auto, das ist einfacher. Den Anhänger stelle ich euch im nächsten Film vor. Vorweg ein paar Prämissen, um Missverständnisse zu vermeiden. Ich bin kein 4x4-Experte und ich bin auch kein Autoexperte. Und ich habe natürlich keinen Vertrag mit Ineos, dem Hersteller. Das heißt, was jetzt folgt, ist explizit keine Werbung. Ich will dafür kein Geld und ich bekomme dafür kein Geld. Und wer sich nur für Island interessiert, kleiner Tipp, springt einfach ein Kapitel weiter. Das Auto im Detail vorzustellen macht wenig Sinn, das können andere viel besser. Und es gibt hier auf YouTube auch eine Unmenge von Filmen dazu. Was ich euch liefern kann, ist eine unvollständige Faktensammlung. Ich kann euch erklären, warum ich mir genau dieses Auto gekauft habe. Und ich liefere euch einen Bericht mit positiven, aber auch negativen Erfahrungen. Das ist er, der Ineos Grenadier. Ihr habt ihn ja schon mehrfach in den Filmen gesehen. 5 Meter lang, knapp 3 Tonnen schwer, ein 5-Sitzer mit einem 3 Liter Reihensechszylinder von BMW, in meinem Fall ein Diesel. Der Tank fast 90 Liter. Damit komme ich bei einem Verbrauch von etwa 12 Litern runde 750 Kilometer weit. Der Campinganhänger wiegt beladen und mit Frischwasser betankt noch einmal zusätzlich etwas über 3 Tonnen. Ist er angekoppelt, verbraucht der Ineos gut 16 Liter. Die Reichweite liegt dann bei nur noch 500 Kilometern. Für große Entfernungen benötige ich also ausreichend viele Reservekanister. Das Auto ist allradgetrieben und verfügt über 3 Differentialsperren sowie eine Winde mit einer Zugkraft von 5,5 Tonnen. In den Kofferraum habe ich mir diese Schwerlastregale eingebaut und transportiere darin Werkzeug und Ersatzteile. Der Ineos Grenadier hat eine sehr interessante Entstehungsgeschichte. Die Kurzfassung: Ein reicher Brite ist Fan des legendären Land Rover Defender und möchte dieses Auto nach der Produktionseinstellung 2016 weiterbauen, was man ihm nicht gestattet. Er konzipiert daraufhin mit den Österreichern von Magna Steyr ein komplett eigenständiges Fahrzeug. Der Anspruch war, einen der weltbesten Offroader zu bauen. Wer jetzt aber glaubt, dass ich mir dieses Auto gekauft habe, um damit ins Gelände zu fahren, liegt verkehrt. Alles, was das Auto kann, brauche ich für meinen Plan, damit die Welt zu umrunden. Beispielsweise die robusten Reifen mit verstärkter Seitenwand für lange Fahrten über Schotter. Wer schon einmal in den großen Trockengebieten der Südhalbkugel unterwegs war, kennt das Problem. Viele Strecken dort sind Schotterpisten. Hier Bilder von Reisen durch Patagonien und Australien. Eine normale Straßenbereifung hält solchen Belastungen nicht lange stand. Auf Schotter hilft auch der massive Unterfahrschutz. Ebenfalls hilfreich ein Schnorchel mit Zyklonfilter. So ein Schnorchel
erhöht übrigens nur unter ganz bestimmten Bedingungen die Warttiefe. Sein Hauptzweck ist das Ansaugen von kühler und sauberer Luft. Die Untersetzung wiederum brauche ich für das Hochgebirge. Diese Bilder zeigen die Ruta Nacional 40 in Argentinien. Unglaubliche 5000 Kilometer lang führt diese Straße über Pässe mit knapp 5000 Höhenmetern. Ein Bereich, in dem die Luft sehr dünn ist, was wiederum Verbrennungsmotoren wie meinem Diesel große Probleme bereitet. Eine Untersetzung kann jedoch hilfreich sein. Ihr seht, ich versuche vorab vieles zu bedenken, denn ich möchte dort wieder Auto fahren. Auf der Ruta Nacional 40 in Argentinien und der Panamericana in Chile. Aber diesmal nicht mit irgendeinem Mietfahrzeug, sondern mit meinem eigenen Auto und meinem eigenen Anhänger. Aber ich fahre damit nicht ins Gelände, zumindest nicht mit Vorsatz. Denn eine Weltumrundung und Geländefahrten vertragen sich nicht. Die Technik würde niemals über so eine lange Strecke durchhalten. Und dort, wo ich hin möchte, gibt es auch keine Werkstätten. Daher, wenn ich von A nach B muss und dazwischen Gelände liegt, fahre ich natürlich durch, aber auch nur dann. Mein Prinzip ist das der Risikovermeidung. Und trotzdem habe ich mich als 4x4-Anfänger auf Geländefahrten vorbereitet. Das war bei einem ADAC Offroad-Training in Linte, einem kleinen Ort in Brandenburg. Für mich als Geländeanfänger war dieser Tag eine echte Offenbarung. Was man mit einem Geländeauto alles machen kann, hätte ich mir vorher nie vorstellen können. Ich habe viel über Böschungswinkel, Rampenwinkel, Steigfähigkeit, Wartfähigkeit und Bodenfreiheit gelernt. Mit den anderen Kursteilnehmern bin ich Strecken gefahren, die ich nicht einmal zu Fuß gehen würde. Bei solch einem Training offenbart sich, dass gute Geländefahrzeuge viel mehr können, als wir ihnen zutrauen. Vielleicht werde ich das, was ich hier gelernt habe, ja noch einmal brauchen. Das Finale dieses Offroad-Trainings war der Wasserfall des Todes. Ich bin ihn übrigens auch heruntergefahren. Davon gibt es leider keine Bilder, da ich allein am Steuer saß. Wie ist nun der Service von Ineos? Wie ist es, ein Kunde dieses Herstellers zu sein? Die kurze Antwort: sehr schwierig. Allein schon der Kauf dieses Autos war ein großes Abenteuer. Und für einen Berliner geradezu eine Zumutung. In der Hauptstadt, dem vermeintlichen Nabel der Welt, gibt es keinen Ineos-Händler. Vor der Autofahrt stand also erst einmal eine Bahnfahrt nach Leipzig. Wundert euch nicht über die blonde Frau im Bild, das war meine damalige Freundin. Wie schon im letzten Film erklärt, die Beziehung endete friedlich und respektvoll. Aber da wir das Auto gemeinsam bestellt hatten und da wir ja eigentlich gemeinsam um die Welt fahren wollten, hat sie mich freundlicherweise begleitet. Ich gehörte 2021 zu den Erstbestellern des Ineos Grenadier. 2 Jahre habe ich auf das Auto gewartet. In dieser Zeit erlebte ich mit Ineos viel Durcheinander. Preise, Ausstattung, Lieferdatum, Ansprechpartner. Immer wieder gab es Änderungen. Entsprechend groß die Aufregung am Tag der Übergabe. In einem Autohaus mit großem Stern und kleinem Ineos-Schild. Dafür haben sich die Leipziger viel Mühe gegeben. Es wurde feierlich, geradezu emotional. Der Ineos Grenadier ist ein Auto, an dem viel zu erklären ist. Der Verkäufer erwies sich als gut informiert und sehr geduldig.
Vom Klapptisch bis zur Winde und den vielen Einstellmöglichkeiten, um dieses Auto für Fahrten durch Wasser, Schlamm und Gelände zu konfigurieren, alles wurde ausführlich erklärt. Und es gab sogar ein Statement mit der Antwort auf meine alles entscheidende Frage: Ist dieses Auto nun weltreisetauglich? Wir haben das Fahrzeug erst kürzlich an einen Kunden übergeben, der das Fahrzeug sogar als Traktor nutzt. Deswegen von mir ganz klar, das Fahrzeug ist mehr als für eine Weltreise geeignet. Und dann höre ich zum ersten Mal den Motor. Das Auto fährt die ersten Meter. Ich habe in meinem Leben schon einige Autos gekauft, aber zu keinem von ihnen hatte ich eine echte emotionale Beziehung. Das könnte bei diesem Auto anders werden. Zumindest die ersten Kilometer sind eine Umstellung. Ein Ineos fährt sich wie ein Traktor auf Steroiden. Das erklärt auch mein etwas schaumgebremstes Statement zum ersten Fahreindruck. Also für all diejenigen, die vorher ein normales Auto gefahren sind, ist der Ineos Grenadier zumindest am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vor allem das Lenken ist hier seltsam. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt. Das Auto war da, aber auch der Besitz eines Ineos Grenadier ist gewöhnungsbedürftig, zumindest anders als bei einem der sogenannten Volumenhersteller. Die Vertragswerkstatt für den Ineos Grenadier ist Bosch. Ich habe nach dem Kauf meines Autos in 3 dieser Werkstätten in Berlin angerufen. Die hatten noch nicht mal etwas von diesem Autotypen gehört. Glücklicherweise gibt es in Wildau bei Berlin eine Bosch-Werkstatt, die sich auf Ineos Grenadier spezialisiert hat. Und dort werden die Autos wirklich mit großem Enthusiasmus betreut. Ineos Grenadier wirbt übrigens mit einem weltweiten Ersatzteilservice. Ich bin gespannt. Kontakte mit dem Kundenservice von Ineos Grenadier sind kafkaesk. Ich könnte hier Anekdoten erzählen, ich verzichte darauf, es würde kein Ende nehmen. Jetzt die entscheidende Frage: Würde ich mir dieses Auto noch einmal kaufen? Die Antwort ist ein klares Ja. Das Auto ist ein Widerspruch in sich. Es passt in keiner Weise in unsere moderne Zeit. Es sieht ein wenig aus wie ein Oldtimer, hat jedoch ein modernes Konzept. Ich finde, das Auto hat Charakter. Und aus meinen 2 Jahren Erfahrung kann ich sagen, es macht verdammt viel Spaß, damit zu fahren. Nördlich von hier liegt eine Halbinsel. Ihr Name ist Langanes. Ich würde dort gerne wandern, habe aber weder in meinen Apps noch in den Reiseführern auch nur irgendeine Tour gefunden. Die Halbinsel ist groß, sie ist unbewohnt und sie gilt als öde. Was natürlich für jemanden wie mich, der noch immer auf der Suche nach dem Ende der Welt ist, vielversprechend klingt. Was ich euch jetzt zeige, ist eine Tour über Langanes mit dem Auto. Von Thurnshaven bis zur Nordspitze von Langanes sind es mit dem Auto etwa 50 Kilometer. Eine Fahrt komplett über eine Schotterpiste. Der erste Teil der Strecke bietet tatsächlich wenig Abwechslung. Dann passiert man ein ungewöhnliches Verkehrsschild. Vorsicht vor brütenden und tieffliegenden Vögeln. Das wirkt seltsam, macht aber Sinn. Eine Wanderung an der Nordküste wäre ein Lauf durch eine Schotterwüste. Der Süden mit seiner Steilküste ist interessanter, aber auch schwerer zu erreichen.
Wer sich schon immer gefragt hat, wo es auf der Welt schöne und einsame Strände gibt, findet hier die Antwort. Mit Platz ohne Ende. Von hier aus könnte man vorbei an Grönland bis zum Nordpol schwimmen. Und überall große Mengen Treibholz. Im baumlosen Island früher ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Heute interessiert sich dafür kaum noch jemand. Im Kalten Krieg war die Halbinsel ein wichtiger Horchposten der NATO. Doch die große Radarstation, die hier einmal stand, ist längst demontiert. Die Insel gehört heute wieder denen, die schon immer hier waren, den Seevögeln. Man kann sie aus stylischen Unterständen oder von einer einsamen Aussichtsplattform beim Brüten beobachten. Zu sehen sind Seeschwalben, Papageitaucher, Eissturmvögel, Möwen, Trottellummen und sogar die riesigen Basthöpel. Das ist hier ein Paradies für Vogelfreunde. Ich kann euch aber leider keine spektakulären Tierbeobachtungsbilder liefern. Ich habe die entsprechende Technik nicht und mit meinen 120 mm Brennweite komme ich hier nicht weit. Drohnenaufnahmen verbieten sich hier von selbst. Ich möchte zum einen die Tiere nicht beim Brüten stören und zum anderen ist auch klar, wenn eine Möwe, die ihr Revier verteidigt, auf eine Drohne trifft, dann gewinnt immer die Möwe. Wer weiterfährt, gelangt zu einem Ort von morbider Schönheit. Skalar, das vergessene Dorf. In den 1920er Jahren war es als Fischerdorf durchaus erfolgreich. Hier lebten fast 200 Menschen. Für isländische Verhältnisse eine große Zahl. Es gab eine Hebamme, ein Café und gelegentlich sogar Filmvorführungen. Doch die Weltwirtschaftskrise und der Zweite Weltkrieg beendeten diesen Versuch einer Ansiedlung. 1955 zogen auch die letzten Familien weg und so wurde Skalar zu einem Ort mit Geschichte, aber ohne Zukunft. Bei meinem ganztägigen Ausflug auf Langanes sind mir übrigens genau 3 Autos begegnet. Was mir dort nicht gelungen ist, möchte ich heute südwestlich von Langanes nachholen. Endlich mal wieder eine Wanderung. Ausgangspunkt ist dieser kleine Parkplatz von Þorskeiðin, etwa 30 Kilometer entfernt. Das Ziel meiner Wanderung ist die Spitze der Halbinsel Røðanes. Der Weg ist markiert und gut zu erkennen. Solange wie man im Binnenland läuft, ist Røðanes ruhig und einsam, ansonsten aber eher uninteressant. Spannend wird es, wenn man zur Küste heruntersteigt, denn die Felsformationen, die man hier sieht, sind spektakulär. Für schöne Bilder würde ich die Felsen gerne mit der Drohne umfliegen, aber auch auf Røðanes ist die Möwe die uneingeschränkte Königin der Luft. Auf Island brüten sogar Mantelmöwen mit über 1,5 Metern Flügelspannweite, die größten ihrer Gattung.
Und wie schon gesagt, verteidigen nicht nur Möwen ihr Revier mit Nachdruck. Gebrütet wird an jeder geeigneten Stelle. Und Jungtiere sind allgegenwärtig. Nicht alles, was ich sehe, kann ich auch drehen und hier im Film zeigen. Deswegen versuche ich mal etwas, was mich persönlich sehr bewegt, mit Worten zu erklären. Derzeit ist diese Gegend hier ein großer Vogelkindergarten. Wenn man beispielsweise mit dem Auto unterwegs ist, muss man auf Entenmuttis aufpassen, die mit ihren Küken über die Straße watscheln. Dann war ich gestern Abend noch mal auf der Halbinsel Langanes und stand plötzlich in einem Pulk von Seeschwalben. Den Grund der Aufregung dieser Tiere habe ich erst nach Minuten verstanden. Auf dem Boden liefen Dutzende winziger Seeschwalbenküken. Warum die dort waren, kann ich mir nicht erklären. Ich bin kein Ornithologe. Und vieles von dem, was man hier sieht, versteht man als Mensch, der so wie ich aus der Großstadt kommt, in keiner Weise. Aber es ist sehr interessant. Die einzigen Bilder, die ich präsentieren kann, sind diese: Entenfamilien bei Schwimm- und Tauchübungen. Wenn man auf Röðanes weiterläuft, sieht man sogar Papageitaucher, auf Island auch Lundi genannt. Um diese putzigen Vögel zu beobachten, empfiehlt sich ein Fernglas. Vor der Spitze der Halbinsel, auf diesem Felsen, brütet derzeit eine ganze Kolonie in den für diese Tiere typischen Erdhöhlen. Für einen Überblick über Röðanes kann ich zumindest im Binnenland die Drohne kurz aufsteigen lassen. Hier störe ich niemanden. Die Halbinsel ist nicht groß. Die Wanderstrecke betrug kaum 10 Kilometer. Aber solltet ihr einmal hier sein, eine Wanderung an dieser Küste lohnt sich. Dieser Film begann ja mit Wetterfrust und dem Hinweis, dass ich zum Wetter nichts mehr sagen möchte. Ich korrigiere mich. Inzwischen haben wir Mitte Juli und hier ist so etwas wie Sommer ausgebrochen. Das bedeutet, die Sonne zeigt sich häufiger und wir haben hier tagsüber bis zu 17 Grad Celsius. Trotzdem bleibt das Wetter gewöhnungsbedürftig und ich als Kontinentaleuropäer werde es wohl niemals wirklich verstehen. Das war mein dritter Film aus Island. Bei Interesse, es wird auf diesem Kanal in einigen Wochen eine Fortsetzung geben. Bis dahin, bleibt gesund. Viele liebe Grüße von diesem sonnigen Platz, an diesem sonnigen Tag, aus einem sonnigen Island. Ich sage es dreimal, weil es mich selber so überrascht. Tschüss!